Von mir in meinem Bouncy Ball. Ich habe mir einen, einen Pregnancy Ball zugelegt und es tut sehr gut auf meinen Hüften, darauf herumzubouncen. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe meinen Tag jetzt schon gestartet mit Frühstück und Steamen von 2 neuen Blusen. Ihr habt sie vielleicht erkannt, das ist die Muslin Wrap Blouse, aber wir restocken sie ein bisschen anders, ein bisschen verbessert. Und dadurch, dass es nur ein Style ist, machen wir jetzt kein großes Fotoshooting, sondern die Rania, ein Model, mit dem wir immer wieder mal arbeiten, kommt vorbei und wir shooten es gemeinsam. Also ich shoot es an ihr und würde es dann wahrscheinlich bald schon online stellen. Also wenn ihr das seht, ist die Bluse wahrscheinlich schon online. Es war eines unserer Bestseller-Modelle und ich freue mich voll, dass es wieder da ist. Und zum Stillen auch perfekt. Also ich glaube, ich werde im Herbst darin leben, lieb's aber auch so als Cardigan im Sommer über Kleider drüber. Also ein sehr guter Allrounder. Wir haben so viel in diesem Zimmer erledigt die letzten Tage, so viel aussortiert, so viel Sample Sale Ware verpackt und es ist immer noch ein bisschen chaotisch, aber es kommt Ordnung rein und ich werde jetzt auch einige Möbelstücke auf eBay Kleinanzeigen stellen und hoffentlich ein paar Sachen verkaufen. Und die Babymöbelstücke kommen dann hoffentlich in 1 oder 2 Wochen. Es dauert immer noch so lange. Und es ist ziemlich mühsam, weil natürlich nichts verräumt werden kann, wenn die Möbelstücke nicht da sind. Und mein errechneter Geburtstermin rückt immer näher und ist schon quasi vor der Tür. Und das macht mich ein bisschen nervös. Also ich weiß natürlich, wir haben alles Essentielle und im Grunde braucht ein Baby ja nicht viel. Aber ich möchte dann halt auch einfach nicht, wenn ich im Wochenbett bin, mich um die Möbel kümmern und um das Einräumen kümmern und so weiter. Ich möchte diesen Moment gerne davor haben, das erledigt haben und so weiter. Das kann man wahrscheinlich auch verstehen. Also deswegen hoffe ich und drücke die Daumen, dass alles rechtzeitig ankommt und versuche halt jetzt noch, soweit die Möbel noch nicht da sind, erstmal klar Schiff zu machen und zu schauen, dass der Platz, wo dann die Möbel stehen werden, frei ist und sauber ist und so weiter. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war bei einer Freundin, die eben vor kurzem ein Baby bekommen hat und habe ihr ein Essen gebracht. Wir haben gemeinsam Mittag gegessen und wir haben so ein bisschen geplaudert über Babys und Ersterstattung und Geburt und all die Themen. Es ist ganz gut, jemanden zu haben, der das schon durchlebt hat und mir so einige Tipps geben kann. Ich frage sie so oft um Rat, so zu welchem Kinderarzt geht ihr und weiß nicht, welchen Still-BH kannst du empfehlen. Und es ist voll gut, jemanden zu haben, der das so gerade zur selben Zeit wie ich quasi kurz vor mir durchmacht. Ich mache jetzt ein Chili zum Abendessen und ich bin gerade so ein bisschen dabei, Essen vorzukochen. Das heißt wirklich, mir Dinge zu überlegen, die ich gerne kochen würde und davon dann immer ein bisschen mehr machen und das dann einfrieren. Das funktioniert so semi-gut, wenn der Gefrierschrank nicht so groß ist. Also wir haben schon einen größeren als nur das, was manche Wohnungen hier haben. Also diese Mini-Gefrierschränke. Also wir haben schon einen, der ist so 3-stöckig quasi. Aber 3 Stockwerke Gefrierschrank ist auch nicht wirklich genug für wochenlange Wochenbettzeit. Und ich würde gerne echt viel vorkochen. Ich meine, meine Mama kommt und dann kommen Scotts Eltern und Scott kann jetzt auch mal einspringen und kochen. Also es ist halt nicht seine Leidenschaft, so wie meine, aber er kann es ganz gut. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen drum und man kann natürlich auch Essen bestellen. Aber es tut schon gut zu wissen, dass man einfach was vorgekocht hat und jederzeit quasi so was essen kann, was einem schmeckt. Und da habe ich jetzt einige Ideen. Heute mache ich Chili und mache eben immer ein bisschen extra. Ich mache wahrscheinlich nächste Woche mal Lasagne. Ich habe gestern eine Zucchini-Suppe gemacht, die wird jetzt auch eingefroren. Und habe auch so Stir-Fry, also
habe so verschiedene Gemüsesorten aufgeschnitten und Tofu und in so kleine Freezer-Bags gegeben. Und das kann man dann ganz gut einfach mit Soße verfeinern und Reis dazu. Und dann hat man einen Stir-Fry. Genau, und Waffeln machen wir auch am Wochenende und werden auch einfrieren. Brot haben wir auch ein bisschen eingefroren schon. Und Beeren, also es wird. Aber ja, ich überlege mir noch ein paar andere Ideen. Also Curry zum Beispiel und Dal finde ich auch ganz gut. Suppe vielleicht. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von Tiefkühlessen, aber ich glaube, im Wochenbett möchte man einfach wirklich die meiste Zeit mit dem Baby verbringen, die meiste Zeit im Bett und schonen, und in der Küche stehen ist nicht gerade was ich machen möchte. Deswegen lieber was vorkochen und was Frisches zu Hause haben quasi. Also frisch gekocht und frisch eingefroren. Und das Chili ist fertig. Secret Ingredient, Chocolate. Und Cilantro, Koriander. Seid ihr Koriander-Fans? Scott meinte gerade bäh. Hi, how you doing? Hey, Dr. Seuss, any minute now. Hey, you know, Alice is gonna be here so soon. Birth preparation videos done. Now on to the course on the weekend. Have you heard enough about birth now? It's crazy how many hours of birth prep we've been doing. My parents did none of this. Yeah, because we have these, 5 hours of videos, then we have 2 5-hour days. We had a 3 or 2 hour meeting with our midwife. And then I'm doing hypnobirthing, which is also like multiple hours of videos. And I've been listening to a pregnancy podcast. And I'm reading What to Expect When You're Expecting, which is also a lot about birth. So I feel like, I don't know what to expect, but I feel like I've visualized it enough. And I'm kind of excited for birth to happen, partially because I'm excited to just experience all those things myself and make up my own story, but my own experience. And yeah, I don't know. A lot, but it's good to be prepared. Noch das Chili verpackt, 3 Portionen, also 3, ich glaube, das können jeweils Scott und ich essen für eine Mahlzeit, also ziemlich erfolgreich. Es bringt auf jeden Fall sehr viel, einfach mehr Essen zu machen oder mehr Chili zu machen. Gerade Chili ist so leicht zuzubereiten und aufzubewahren. Es kommt jetzt in den Gefrierschrank und ja, super. Ich freue mich, dass ich das erledigt habe. Für mich gibt es jetzt ein Mittagessen, und zwar einen Salat mit weißen Bohnen, die sind unten, ich habe noch nicht durchgemischt, Tomaten, Avocado, Gurken, Zitronenzeste, Frühlingszwiebel, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl und Essig. Schmeckt so lecker, ich liebe das gerade aktuell extrem.
So, ich wollte noch ganz kurz ein Outro filmen. Einen Tipp habe ich noch für euch, weil das Video ja doch sehr foodlastig ist. Ich habe die Rezepte übrigens nicht in die Infobox gepackt, einfach weil ich nie weiß, welchem Rezept ich wirklich folge. Ich google immer ganz viel und schaue, was ich zu Hause habe und mache dann einfach immer irgendwas. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem inspiriert hat, falls ihr irgendwie vorkochen wollt, falls ihr auch im selben Boot sitzt und für die Postpartum Time etwas im Gefrierschrank haben wollt. Vielleicht konnte ich euch ja ein paar Tipps geben. Und wenn ihr auch Tipps für mich habt, was gut schmeckt, was sich gut einfrieren lässt, gebt mir gerne Bescheid. Ich wollte total gerne so reusable Freezer Bags verwenden, beziehungsweise auch einfach Gefäße, aber ich habe dann einfach realisiert, dass es so viel nachhaltiger ist, die Dinge einzeln in Portionen einzufrieren und aufzuwärmen, einfach damit man nicht zu viel auf einmal aufwärmt und dann irgendwie was wegschmeißen muss oder so. Habe dann einfach für mich entschieden, dass diese Freezer Bags doch am sinnvollsten sind. Und genau, das wollte ich noch sagen. Und ich habe aber ein Rezept für euch, das ist super easy. Und das habe ich aktuell, das liebe ich aktuell und das ist auch für das Ende des 3. Trimesters super toll. Ich habe nämlich im Geburtsvorbereitungskurs gelernt, dass Datteln wirklich sehr gut sein sollen, um den Körper auf die Geburt vorzubereiten. Und bin jetzt nicht so der größte Dattel-Fan, aber so schmecken sie mir sehr gut. Und zwar schneide ich sie mir immer auf und gebe dann ein Mandelmus rein. Ich liebe Mandelmus. Scott und ich essen unglaublich viel Mandelmus. Und dann gebe ich in die Mitte der Dattel ein Schokostück, 70%ige Lindt-Schokolade. Und das kommt dann in den Gefrierschrank. Und nach dem Abendessen, wenn ich irgendwie Hunger habe und einen Snack möchte, dann esse ich das. Und das ist so gut. Und noch ein Tipp, dieser Dattelverzehr, der so gut sein soll für die Geburt. Es heißt immer 7 Datteln und das hat mich absolut überfordert. 7 Datteln am Tag. I cannot do that. Ich habe dann aber gegoogelt und tatsächlich ist es eigentlich inkorrekt, es an der Menge zu messen, weil es gibt ja Datteln, die total groß sind und dann gibt es Datteln, die klein sind. Ich kaufe immer die großen, die saftigeren, die schmecken einfach besser. Und es ist tatsächlich so, dass man 60 bis 70 Gramm, glaube ich, don't quote me, ich glaube es sind ungefähr 70 Gramm, braucht. Und bei den großen sind das eher so 3 bis 4 am Tag und ich esse vielleicht eine am Tag. Besser als nichts. Aber falls ihr Tipps habt, wie man die noch irgendwie anders essen kann, ich würde sie wahrscheinlich in Smoothies packen. Ja, im Joghurt in der Früh vielleicht, aber bin jetzt nicht so der größte Fan. Aber gut zu wissen, dass man nicht 7 große Datteln essen muss. Und es gibt schon auch Rezepte, wie sie irgendwie ganz gut schmecken. Ja, nächste Woche geht es weiter mit einem ganz, ganz tollen Video, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar habe ich das ganz kurz in einem Video angesprochen. Ich habe auf die Möbel gewartet. Die sind endlich angekommen dieses Wochenende und wir haben alles aufgebaut. Wir haben so viel gemacht. Ich habe die ganze Wäsche gewaschen. Ich habe so tollen Content auch vor allem für TikTok gefilmt. Falls ihr mir auf TikTok noch nicht folgt, folgt mir auf jeden Fall, weil ich werde dort so eine kleine Serie starten, wo ich so die verschiedenen Nesting, Getting Ready for the Baby Aspekte abfilme und kleine Snippets, also kleine kurze Videos zusammenschneide darüber. Aber ja, ansonsten auf YouTube kommt auch ein Video dazu, wo ich vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehe und euch ein bisschen mehr über die Möbel erzähle. Der Kindersitz ist schon angekommen, wir müssen ihn noch ins Auto einbauen. Wir haben uns dafür einen Kindersitz von Cybex entschieden. Der hat nämlich eine Base, wo man den Kindersitz auch drehen kann, also zu sich drehen kann. Und das fanden wir super praktisch und das ist auch einer der sichersten Kindersitze und einer, der uns einfach von ganz vielen Leuten empfohlen wurde. Den werden wir jetzt dann auch noch ins Auto einbauen, damit das auch vorbereitet ist. Und ja, ich freue mich einfach schon auch sehr auf das nächste Video, weil das so richtig Gestalt annimmt. Ich habe das Gefühl, die letzten Videos waren so, Dinge kommen an, wir erledigen Dinge, wir besorgen Dinge, ich mache Listen. Und jetzt ist es aber so, jetzt werden die Sachen aufgebaut, gewaschen, es wird alles vorbereitet und ja, das ist ziemlich crazy und wird so richtig real. Ich wollte euch auch noch ein kurzes Update geben, wie es mir geht. Ich mache nämlich tatsächlich keinen 3. Trimester-Vlog, einfach weil ich doch sehr viel vlogge aktuell und man in diesen Videos jetzt auch so ein bisschen mitbekommt, wie es mir so geht. Mir geht es eigentlich sehr gut körperlich, geht es mir ganz gut. Ich habe immer noch so ein bisschen mit Rückenschmerzen am unteren Rücken zu kämpfen, mache aber aktuell auch ganz viel dafür. Also ich gehe zur Akupunktur, ich gehe zur Schwangerschaftsmassage, ich gehe zum Schwangerschafts-Yoga. Ich versuche wirklich ganz viel so einzubauen, wo es geht, was mir irgendwie helfen könnte.
Ja, geistig, mental. Ich bin ja sehr vorfreudig, hatte auch so ein bisschen so Phasen, wo ich eher Angst hatte, oder auch jetzt so den Geburtsplan habe ich noch nicht fertig geschrieben. Die Kliniktasche ist gepackt, halbwegs, aber der Geburtsplan ist noch nicht ganz fertig, einfach weil ich finde es schwierig, Dinge zu planen, und das stresst mich auch ein bisschen, so dieses, ich kann es nicht planen und dieses Kontrolle aufgeben. Darüber spreche ich auch in Therapie. Ja, aber trotzdem, das ist so jetzt so ein bisschen so, ja, mein aktueller Stand. Ich bin jetzt eigentlich relativ gelassen, freue mich einfach schon sehr aufs Baby, und ja, mein Akku blinkt schon. Ich werde euch dann einfach nächste Woche ein bisschen mehr updaten. Folgt mir auf jeden Fall ganz gerne, also abonniert den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefallen hat, damit ihr das nächste Video auch wieder seht. Und ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag.